Hola todos! Ja, in Uruguay dürft ihr mit eurem deutschen Führerschein nur 6 Monate lang unterwegs sein. Danach solltet ihr euch um einen uruguayischen Führerschein kümmern. Ja, braucht man dafür jetzt eine Fahrprüfung? Muss ich dafür jetzt wieder Fahrstunden nehmen? Wie läuft es denn alles so ab? Gott sei Dank nein, wir können euch hier erleichtern. Es ist wirklich total easy, wenn man alles Notwendige hat. Man führt einfach nur eine Umschreibung des Führerscheins durch und muss weder Fahrprüfung noch Ähnliches ablegen. Danach hat man dann auch tatsächlich nach wie vor natürlich seinen deutschen Führerschein, den muss man nicht abgeben, den behaltet ihr einfach. Ihr werdet dann nur zusätzlich den uruguayischen Führerschein haben. Und genau darum geht es eben heute. Wir werden euch sagen, was braucht ihr für Dokumente und was kommen circa für Kosten auf euch zu, um diese Umschreibung durchzuführen. Ja, und vorneweg vielleicht noch ganz kurz auch für euch eine wichtige Info. Uns wurde gesagt, dass es von Departamento zu Departamento wohl Unterschiede gibt, was gebraucht wird. Wir haben jetzt unsere Umschreibung in Piriápolis machen lassen, das heißt im Departamento Maldonado. Das heißt, was wir also jetzt dafür gebraucht haben, basiert entsprechend auf dem Departamento Maldonado. Punkt Nummer 1 an Dokumenten, die ihr benötigt, ist eine konsularische Bescheinigung. Dafür müsst ihr an das Konsulat, das Deutsche in Montevideo, eine E-Mail schreiben und einmal um diese Bescheinigung bitten. Packt auch gleich in den Anhang eine Kopie von euren Führerschein, denn die brauchen die auf jeden Fall, um diese auszustellen. Dann nach ein paar Tagen werden die euch eine Rückmeldung geben, wenn es fertig ist. Wenn das Ganze fertig ist, dann fahrt ihr vor Ort nach Montevideo und könnt das Ganze abholen. Die konsularische Bescheinigung ist im Endeffekt eine Übersetzung des deutschen Führerscheins. Da wird einfach einmal nochmal angegeben auf Spanisch, was für Fahrzeugklassen ihr auch fahren dürft. Diese Bescheinigung kostet übrigens ca. 34 €. Punkt Nummer 2, was ihr benötigt, ist eine ärztliche Bescheinigung bzw. ein Examen Medico nennt sich das hier. Was ganz wichtig ist, vorweg noch zur Gültigkeit des uruguayischen Führerscheins. Es ist tatsächlich so, dass der hier nach 10 Jahren maximal seine Gültigkeit verliert. Und zwar wird die Gültigkeit von der ärztlichen Untersuchung quasi abhängig gemacht. Das heißt, je nachdem, wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt, geht quasi pro Krankheit 1 Jahr verloren in der Gültigkeit. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ihr müsst das Examen Medico in einer privaten Klinik machen lassen. Da gibt es Ausgewählte, die das durchführen. Zum Beispiel waren wir bei Casmo. Und es ist eine kleine ärztliche Untersuchung. Es wird einmal, werden die Augen gecheckt, also wie ist die Pupillenreaktion, aber auch ein kleiner Sehtest. Es wird auch ein Hörtest durchgeführt, es wird Blutdruck gemessen. Man wird halt kurz gefragt, ob man irgendwelche Medikamente nimmt, ob man irgendwie sonst irgendwelche medizinischen Probleme hat. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig und der Arzt legt eben fest, wie lange ist dein persönlicher Führerschein jetzt in Uruguay gültig. Kostenpunkt sind knappe 900 Peso, die ihr für diese Untersuchung bezahlen müsst. Und die entrichtet ihr in der Regel auch im Vorhinein bei Habitat oder Red Pagos. Punkt Nummer 3, den ihr benötigt, sind Kopien. Und zwar Kopien von eurer Cédula hier von Uruguay und auch eine Kopie von eurem deutschen Führerschein. Diese müsst ihr zwingend mitnehmen zur Intendencia, wenn ihr euren Führerschein umschreiben lasst. Solltet ihr noch keinen eigenen Kopierer haben zu Hause, dann könnt ihr einfach in eine Papeleria gehen und das Ganze dort machen. Noch ein kurzer Hinweis, normalerweise gibt das deutsche Konsulat die Auskunft, dass auch ein Auszug aus dem Verkehrszentralregister benötigt wird für die Umschreibung in einen uruguayischen Führerschein. Dies ist aber abhängig, wo man den Führerschein umschreiben lässt. Wir hier in Piriápolis haben es nicht benötigt, wir wissen aber zum Beispiel in Montevideo wird es zwingend gebraucht. Ja, mit diesen Dokumenten geht ihr dann entsprechend zu der Intendencia, also zum Amt, bei euch in der Nähe und gebt all die Dokumente dort ab. Ihr müsst dann noch ganz kurz zu Habitat gehen oder Red Pagos, um 977 Peso zu bezahlen für die Kosten, um den uruguayischen Führerschein eben entsprechend auch zu erhalten.
Ja, was auch noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ihr werdet dort fotogeschootet. Für natürlich ein Foto für euren uruguayischen Führerschein. Das heißt, wenn ihr vorher nochmal zum Friseur gehen wollt, euch schick machen wollt, macht es auf jeden Fall, bereitet euch vor, denn ihr könnt dafür kein bereits vorhandenes Passfoto nutzen. Wobei man sagen muss, die Qualität von dem Führerschein ist hier eher so lala, das heißt, man sieht nur bedingt viel von dem Foto. Genau, aber ihr kriegt sogar den Führerschein wirklich dann auch direkt dort vor Ort ausgehändigt. Also die machen euch den direkt fertig und ihr könnt den mitnehmen und dann seid ihr entsprechend durch. Ja, das war's zu dem Video, wie ihr euren Führerschein, den deutschen, hier in Uruguay umschreiben könnt, sodass ihr dann auch ohne Probleme hier weiter Auto fahren könnt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet entsprechend die Infos mitnehmen und seid jetzt auch gut vorbereitet. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego! Ciao!